Hey, mein Name ist Christian und heute möchte ich euch meinen Testbericht des Saug- und Wischroboter Dreamy L10 Pro zeigen. Bereits bei den technischen Daten und der App-Anbindung werdet ihr feststellen, dass er viele Gemeinsamkeiten zu Robotern aus dem Hause Xiaomi respektive Roborock besitzt. Dafür mit einem angepeilten Preis von um die 300 €, in mancherlei Hinsicht aber auch deutlich günstiger ist. In den folgenden Minuten möchte ich euch nicht nur auf die Key Facts des Dreamy L10 Pro hinweisen, sondern euch auch in meinem Testparcours zeigen, wie er sich dort mit und ohne Teppich geschlagen hat. Wenn ihr in Sachen Saug- und Wischroboter immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Los geht's! Der Lieferumfang des Dreamy L10 Pro ist sehr übersichtlich gehalten, was mich auf der einen Seite überraschte, auf der anderen Seite aber auch absolut ausreichend ist. So gibt es den Sauger an sich, die Basisstation mit Netzkabel, eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, den Wassertank samt Wischtuch und eine Seitenbürste. Das Reinigungswerkzeug und der Staubfangbehälter befinden sich, wie bei vielen anderen Robotern, unter dem Gehäusedeckel. Eine Ersatzseitenbürste oder ein weiterer HEPA-Ersatzfilter sind im Lieferumfang nicht enthalten. Wie auch bei mancher Konkurrenz aus dem Hause Roborock besitzt der Dreamy L10 Pro an der Basisstation kein integriertes Kabelmanagement, sondern das Kabel wird lediglich durch eine Art Kabelbinder an Ort und Stelle gehalten. Der L10 Pro bringt ein Gewicht von 3,8 Kilogramm auf die Waage, besitzt Abmessungen von 35 cm im Durchmesser und hat eine Höhe von 9,68 cm. Durch Dreamy wird eine maximale Saugleistung von 4000 Pascal angegeben, was nicht nur extrem hoch ist, sondern auch die meisten anderen Sauger in den Schatten stellt. Genauso voluminös ist aber auch der Staubfangbehälter, der mit 570 Millilitern teils deutlich über der Konkurrenz liegt. Der Wassertank liegt mit 270 Millilitern im durchschnittlichen Bereich. Wiederum auf Augenhöhe mit anderen Robotern liegt der Akku von 5200 mAh, der laut Dreamy bis zu 2,5 Stunden durchhalten soll, hier allerdings nur auf geringster Stufe und unter Idealbedingungen. Sollte der Akku vor Reinigungsende mal leer sein, so fährt er automatisch die Basisstation an, lädt sich auf und setzt anschließend wieder die Reinigung fort. Auf der Oberseite des Saugers befinden sich 3 Knöpfe, unter anderem um den Roboter in den Pairing-Mode zu versetzen, aber auch um ihn einzuschalten, Reinigung zu starten oder zu pausieren. Des Weiteren gibt es hier den federnd gelagerten Laserturm, der hierdurch eure Räume zentimetergenau einmisst und in der App kartografiert. Federnd gelagert ist ebenfalls die Frontstoßstange, in der zudem noch 2 Laser verbaut wurden, um auch kleinere Objekte während des Saugvorgangs erkennen und umfahren zu können. An dieser Stelle kann ich schon vorwegnehmen, dass das wirklich sehr gut geklappt hat und ein Merkmal ist, was zum Beispiel ein etwas teurerer Roborock S7 nicht besitzt. Auf der Unterseite sitzen die beiden federnd gelagerten Antriebsräder, die Hindernisse von maximal 2 cm überwinden können. Weiterhin die Hauptbürste mit Überfahrschutz und rechtzeitig noch eine Seitenbürste, die den Dreck aus Ecken zur Hauptbürste transportiert. 6 Absturzsensoren sorgen dafür, dass der Roboter keine Treppenabgänge oder Galerien herunterfällt. Im hinteren Bereich kann dann noch optional die Wischplatte angedockt werden. Für die Verwendung des Roboters empfiehlt sich natürlich eine Anwendung herunterzuladen, in diesem Falle die Xiaomi Mi Home App, die sowohl für Android als auch iOS verfügbar ist. Für die Einrichtung drückt ihr linke und rechte Taste auf der Oberseite des Roboters, begebt euch in die App und wählt entsprechendes Modell zur Einrichtung aus. Auch hier werdet ihr selbsterklärend durch den Installationsprozess begleitet und seid innerhalb weniger Minuten verbunden. Nachdem ihr das für euch beste Plätzchen für die Basisstation und Roboter gefunden habt, solltet ihr die Türen aller befahrbaren Räume öffnen und den Roboter automatisch eine Runde drehen lassen. Dadurch wird eine erste und vollständige Karte eurer Räumlichkeiten erstellt, die nach erfolgter Reinigung im Detail noch angepasst werden kann. Im weiteren Aufbau könnt ihr dann in der App zum Beispiel mehrere Karten verwalten, die erstellten Karten anpassen und Räume benennen, nicht Vision-Zonen einrichten und einen Teppichboost aktivieren. Letztgenannter ist dafür zuständig, dass bei Erkennung eines Teppichs automatisch die Saugleistung erhöht wird. Dass man hier auch Reinigungen planen und die Wasserdurchflussrate bestimmen kann, ist eigentlich selbsterklärend. Hinsichtlich der Wasserdurchflussrate gibt es allerdings ein kleines Problem, das darin besteht, dass man die Wasserabgabemenge zwar von niedrig über mittel zu hoch bestimmen kann, diese Anpassung dann aber nicht für einzelne Räume, sondern für die gesamte Wohnung respektive das Haus gilt. Persönlich finde ich den App-Aufbau sehr einfach und intuitiv und auch Roboter-Neulinge werden sich hier nach wenigen Minuten zurechtfinden. Auch finde ich die grafische Aufarbeitung der Kartengestaltung gut gelungen, die euch nicht nur anzeigt, wie eure Räumlichkeiten beschaffen sind, sondern auch aktuellen Standort des Saugers und der Basisstation anzeigt.
Wenn ich rein von der subjektiven Reinigungsleistung spreche, so hat mir die Saugleistung wirklich sehr gut gefallen und ist in 90% der Fälle im Modus Standard absolut ausreichend. Bei dieser Saugleistung ist es auch noch möglich, sich im gleichen Raum zu befinden, um zum Beispiel andere Hausarbeiten zu erledigen, Essen vorzubereiten oder etwas zu lesen. Ich würde die Saugleistung weder über noch unter andere Roboter des gleichen Preissegmentes stellen. Das war wirklich sehr gut. Die Wischleistung ist auch dem, was man von rund 300 € erwarten kann. Man muss jedoch anmerken, dass lediglich das Wischtuch mit einem leichten Anpressdruck über den Boden gezogen wird. Roboter wie ein Roborock S7 oder auch Ecowax T9 Pro sind zwar eine ganze Ecke teurer, haben dafür aber auch vibrierende Platten, die den Dreck nochmals besser lösen können. Nun möchte ich euch allerdings noch in 3 Szenarien zeigen, wie sich der Dreamy L10 Pro in meinem Testparcours geschlagen hat und wie er gegenüber der Konkurrenz aufgestellt ist. Wie eben schon angesprochen, haben mir vor allem die Hinderniserkennung und damit das vermeidbare Anfahren von Gegenständen ab Schuhgröße richtig gut gefallen, da hierdurch vermieden wird, dass ungewollt Gegenstände aufgesaugt oder in die Hauptbürste gezogen werden. Im ersten Durchgang schickte ich ihn wieder auf die 4 Quadratmeter große Testfläche, brachte 35 Gramm Haferflocken aus und lediglich ein Blumentopf war als Hindernis aufgestellt. Für diese Fläche benötigte er 4 Minuten und 52 Sekunden, lag damit deutlich unter einem Roborock S7, nahm dabei beachtliche 34,3 Gramm Streugut auf, was wirklich ein exzellenter Wert ist. Im zweiten Durchgang, wo ich zudem noch den 20 bis 22 mm hohen Kurzflowteppich auslegte, schaffte er den Parcours in 8 Minuten und 38 Sekunden und nahm dabei insgesamt 31,5 Gramm des Streugutes auf. Beachtlich fand ich hier, dass er als einer der wenigen Sauger und trotz Lasererkennung von Objekten den Kurzflowteppich ohne Probleme befahren konnte und dabei auch noch den meisten Dreck aufgenommen hat. Aber auch den letzten Durchgang absolvierte er mit Bravour. Hier legte ich einen Badvorleger mit einem etwas längeren Flor und weichen Kanten aus. In diesem Setup absolvierte er den Parcours in 6 Minuten und 43 Sekunden und nahm dabei 30,9 Gramm auf. Zusammenfassend, und das könnt ihr auch in der Tabelle sehen, war er nicht nur einer der schnellsten Saugroboter in meinem erst kürzlich angelegten Saugparcours, sondern nahm prozentual auch mit am meisten Dreck auf. So kann man vor allem im zweiten Durchgang sehen, dass er nicht nur 4 Minuten schneller war als ein Roborock S7, sondern dabei auch fast das Doppelte an Dreck aufgenommen hat. Ein T9 Pro von Ecowax konnte den Kurzflowteppich erst gar nicht befahren. Aber auch im letzten Durchgang distanziert er die beiden Topmodelle von Ecowax und Roborock mit teils schnelleren Saugzeiten von bis zu 5 Minuten. Unterm Strich bekommt der Dreamy L10 Pro von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, da er für diesen Preis nicht nur gut ausgestattet ist, sondern auch hervorragende Reinigungsergebnisse liefert. Er besitzt zwar keine vibrierende Wischplatte oder Absaugstation, für diesen Preis aber auch eher unrealistisch, dafür aber eine Lasererkennung auf der Vorderseite, ein sehr gutes Navigationsverhalten und vor allem eine sehr gute Reinigungsleistung und Geschwindigkeit. Das Wischtuch wird zwar nur leicht über den Boden gezogen, für das zwischendurch mal Wischen reicht das aber auf jeden Fall aus. Vor allem bei den Ergebnissen im Testparcours war ich erstaunt darüber, dass ein Modell, was gerade einmal die Hälfte wie Spitzenmodelle kostet, nicht nur bessere oder annähernd gute Ergebnisse liefert, sondern diese auch noch in gerade einmal der Hälfte der Zeit schafft. Wie gesagt, aus diesem Grund meiner Meinung nach jeden Euro wert. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem Dreamy L10 Pro und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!